Hallo und herzlich willkommen. Möchtest du als Pflegekraft dein Deutsch einfach und schnell verbessern? In diesem Video lernst du wichtige Gespräche zwischen Pflegekräften und Patienten in 2 einfachen Schritten, die dein Lernen schneller machen. Regelmäßige und wichtige Kommunikation mit Patienten. Sehr wichtige Wörter, die du zu diesem Thema kennen musst. Schwester Lina ist gerade auf Patientenbesuch und betritt das Zimmer von Patient Herrn Müller, der sichtlich angespannt im Bett liegt. Guten Morgen, Herr Müller. Wie geht es Ihnen heute? Ach, Lina. Meine Muskeln sind so steif. Ich kann mich kaum bewegen. Das tut mir leid zu hören. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Der Arzt hat Muskelrelaxantien verschrieben. Was? Muskelrelaxantien. Das sind Medikamente, die Ihre Muskeln entspannen. Oh, das klingt gut. Wie wirken die? Sie helfen, die Spannung in Ihren Muskeln zu lösen. Stellen Sie sich vor, Ihre Muskeln sind wie ein fester Knoten. Diese Medikamente lösen den Knoten. Aha, und dann kann ich mich besser bewegen? Genau. Sie werden sich viel lockerer fühlen. Das klingt wunderbar. Wann fangen wir an? Ich gebe Ihnen gleich die erste Dosis. Aber zuerst erkläre ich Ihnen noch ein paar wichtige Dinge. Ich sitze, Herr Müller. Die Muskelrelaxantien wirken, indem sie die Signale zwischen Ihren Nerven und Muskeln unterbrechen. Wie ein Stau auf der Autobahn? Ja, so ähnlich. Die Botschaften kommen nicht mehr durch. Und Ihre Muskeln entspannen sich. Und das hilft gegen die Schmerzen? Genau. Wenn die Muskeln entspannt sind, lassen auch die Schmerzen nach. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Es ist eine große Hilfe, aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt auch Nebenwirkungen. Oh, was für Nebenwirkungen? Keine Sorge, ich erkläre Ihnen alles genau. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Müdigkeit und Schwindel. Das klingt nicht so schlimm. Stimmt, aber es ist wichtig, dass Sie vorsichtig sind. Stehen Sie nicht zu schnell auf. Verstehe. Sonst falle ich um wie ein nasser Sack? Genau das wollen wir vermeiden. Rufen Sie mich immer, wenn Sie aufstehen möchten. Mache ich. Was gibt es noch? Manchmal kann man sich ein bisschen schwach fühlen. Das ist normal. Wie lange dauert das? Die Wirkung hält einige Stunden an. Danach fühlen Sie sich wieder normal. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Während Lina und Herr Müller über die Medikamente diskutieren, betritt Herrn Müllers Frau das Zimmer. Hallo Schatz. Oh, hallo Lina. Wie geht es meinem Mann? Guten Tag, Frau Müller. Ich erkläre Ihrem Mann gerade die neuen Medikamente. Ja, Schatz. Ich bekomme wie hieß das noch? Muskelrelaxantien. Oh je, das klingt kompliziert. Ist das gefährlich? Nein, keine Sorge. Diese Medikamente helfen Ihrem Mann, sich zu entspannen. Hörst du das, Schatz? Du kannst dich endlich entspannen. Ja, als ob du mir das nicht schon seit Jahren sagst. Die Medikamente werden ihm helfen, seine Muskeln zu lockern und Schmerzen zu lindern. Das klingt wunderbar. Gibt es etwas, worauf ich achten muss? Ja, es ist gut, dass Sie fragen. Lassen Sie mich das erklären. Frau Müller, Ihr Mann wird sich nach der Einnahme der Medikamente sehr entspannt fühlen. Das klingt doch gut, oder? Ja, aber er könnte auch etwas schläfrig oder schwindelig sein. 5. Also wie nach unserem Hochzeitstag? Oh, du. Es ist wichtig, dass er vorsichtig ist, wenn er aufsteht oder sich bewegt. Verstehe. Soll ich ihm beim Aufstehen helfen? Das wäre sehr gut. Aber rufen Sie am besten immer mich oder eine andere Pflegekraft.
Natürlich. Gibt es sonst noch etwas? Ja, achten Sie darauf, dass er genug trinkt. Die Medikamente können den Mund trocken machen. Mehr trinken? Das mache ich gerne. Nur Wasser, Schatz. Erste Einnahme. So, Herr Müller, hier ist Ihre erste Dosis. Und Sie sind sicher, dass alles gut geht? Ja, ich bleibe hier und beobachte Sie. Keine Sorge. Ich bin auch da, Schatz. Sehr gut. Jetzt warten wir ein bisschen. Wie lange dauert es, bis es wirkt? Das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Meist spürt man nach 15 bis 30 Minuten etwas. Und was genau wird er spüren? Er wird merken, wie sich seine Muskeln langsam entspannen. 20 Minuten später. Herr Müller sieht entspannter aus. Oh, ich fühle mich anders. Wie fühlen Sie sich, Herr Müller? Irgendwie locker. Als ob jemand einen Knoten gelöst hätte. Das klingt doch gut, oder? Ja, das ist genau die Wirkung, die wir erwarten. Es tut gar nicht mehr so weh. Wunderbar. Aber denken Sie daran, sich nicht zu übernehmen. Ja, Schatz. Keine wilden Tanzeinlagen jetzt. Okay, das ist alles für heute. Morgen werde ich vorbeikommen und nach dem Fortschritt sehen. Bleib jetzt erstmal entspannt und schlaf gut. Am nächsten Tag. Lina macht ihre Runde und trifft auf eine Kollegin, Schwester Maria. Hallo Lina. Wie geht es Herrn Müller mit den Muskelrelaxantien? Hallo Maria. Es geht ihm viel besser. Er fühlt sich viel entspannter. Das freut mich zu hören. Weißt du, ich hatte letztens einen Patienten, der ein anderes Muskelrelaxanz bekommen hat. Oh, interessant. Lass uns das dem Patienten erklären. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Um beide Typen zu erklären, gehen Sie in Herrn Müllers Zimmer. Guten Morgen, Herr Müller. Wie fühlen Sie sich heute? Viel besser, danke. Diese Medikamente sind wirklich toll. Das freut mich zu hören. Wissen Sie, es gibt verschiedene Arten von Muskelrelaxantien. Ach wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Gerne. Es gibt zwei Hauptgruppen, zentral wirkende und peripher wirkende Muskelrelaxantien. Genau. Die zentral wirkenden beeinflussen das Gehirn und Rückenmark. Und die anderen? Die peripher wirkenden wirken direkt auf die Muskeln und Nerven ein. Interessant. Welche nehme ich denn? Sie nehmen ein zentral wirkendes Muskelrelaxanz. Es hilft, den allgemeinen Muskeltonus zu senken. Aha, und was ist der Unterschied zu den anderen? Die peripher wirkenden werden oft bei Operationen verwendet. Sie entspannen die Muskeln sehr stark. Oh, das klingt ja spannend. Ja, aber keine Sorge. Für deine Behandlung ist das zentral wirkende Muskelrelaxanz genau richtig. Und heute Nachmittag kommt auch noch der Physiotherapeut Paul vorbei und zeigt dir ein paar Übungen. Also, bis später am Nachmittag. Am Nachmittag kommt der Physiotherapeut Paul ins Zimmer. Hallo Herr Müller. Bereit für unsere Übungen? Hallo, Paul. Ja, aber ich nehme jetzt diese neuen Medikamente. Ah, die Muskelrelaxantien. Das ist sehr gut für unsere Therapie. Hallo Paul. Ich wollte gerade die nächste Dosis geben. Perfektes Timing. Herr Müller, wir werden heute sehen, wie die Medikamente Ihnen bei den Übungen helfen. Okay, lassen Sie uns etwa 20 Minuten warten, bis es wirkt.
Und dann? Dann machen wir sanfte Dehnübungen. Die Muskelrelaxantien werden es Ihnen leichter machen. Genau. Die Muskeln sind entspannter, also können sie sich besser bewegen. Das klingt gut. Ich bin gespannt. Nach 20 Minuten beginnen Sie mit den Übungen. Wie fühlt sich das an, Herr Müller? Wow. Ich kann meinen Arm viel weiter heben als sonst. Das ist die Wirkung der Muskelrelaxantien. Sie lösen die Verspannungen. Genau. Aber denken Sie daran, nicht zu übertreiben. Wir machen alles langsam und vorsichtig. Verstanden. Es fühlt sich einfach so gut an, sich wieder bewegen zu können. Später am Tag sitzt Herr Müller im Aufenthaltsraum und unterhält sich mit anderen Patienten. Herr Müller, Sie sehen heute so entspannt aus. Ja, ich bekomme jetzt diese neuen Medikamente. Wie hießen die noch gleich? Muskelrelaxantien, Herr Müller. Oh, davon habe ich schon gehört. Wirken die wirklich? Und wie? Ich fühle mich wie neu geboren. Das klingt ja toll. Würde mir das auch helfen, Lina? Das kommt ganz auf Ihre Beschwerden an. Anna, jeder Patient ist anders. Und gibt es keine Nebenwirkungen? Doch, die gibt es. Aber wir überwachen das sehr genau. Ja, Lina erklärt alles sehr gut. Man fühlt sich hier gut aufgehoben. Danke, Herr Müller. Es ist wichtig, dass Sie alle Ihre Fragen stellen und gut informiert sind. Das stimmt. Je mehr man weiß, desto weniger Angst hat man. Genau. Und mit diesen Medikamenten kann ich jetzt sogar wieder ein bisschen Gymnastik machen. Es ist Nacht. Herr Müller wacht mit einem unwohlen Gefühl auf. Er drückt die Ruftaste, um die Schwester zu rufen. Herr Müller, was ist los? Lina, ich fühle mich so seltsam. Meine Muskeln zucken. Lassen Sie mich nachsehen. Das kann eine Nebenwirkung der Muskelrelaxantien sein. Ist das gefährlich? Nein, keine Sorge. Es kommt manchmal vor. Wir können die Dosis anpassen. Und was machen wir jetzt? Ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung. Und morgen sprechen wir mit dem Arzt über die Dosierung. Okay, danke Lina. Es ist gut, dass Sie immer da sind. Dafür bin ich hier. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich bleibe noch eine Weile bei Ihnen. Am nächsten Morgen kommt der Arzt ins Zimmer, um Herrn Müller zu sehen. Guten Morgen, Herr Müller. Ich hörte, Sie hatten Probleme in der Nacht. Ja, meine Muskeln zuckten. Das kann passieren. Wir passen die Dosis an. Ich gab ihm etwas zur Beruhigung in der Nacht. Gut gemacht. Wir geben jetzt weniger und sehen, wie es wirkt. Okay, das klingt gut. Und machen Sie weiter mit der Physiotherapie. Das stärkt die Muskeln. Genau. Paul wird Ihnen bei den Übungen helfen. Super, ich freue mich darauf. Fortschritte in der Physiotherapie. Herr Müller, Sie machen das super. Ihre Bewegungen sind viel besser. Danke, Paul. Ich fühle mich viel besser. Das ist toll zu hören. Die Medikamente und Übungen wirken gut zusammen. Ja, ich kann jetzt sogar ein bisschen spazieren gehen. Das ist super. Wir machen damit weiter. Ich helfe Ihnen, die richtigen Schritte zu planen. Schließlich ist es Zeit für Herrn Müller, nach Hause zu gehen. Oh, ich bin so froh, dass du nach Hause kommst. Ich auch, Liebling. Danke Lina und allen für die Hilfe. Gerne, Herr Müller. Sie sind gut vorbereitet für zu Hause. Was müssen wir zu Hause beachten? Er soll weiter die Medikamente nehmen und Übungen machen. Keine Sorge, Schatz. Ich passe auf. Und rufen Sie uns immer, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen. Machen wir. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank, Lina.
Sie waren großartig. Gern geschehen. Passen Sie gut auf sich auf. Wir haben die Kommunikation gesehen. Jetzt werden wir die wichtigen Wörter sehen, die du zu diesem Thema wissen musst. Nebenwirkungen: Schwindel, Müdigkeit, Medikamente, Dosierung, Physiotherapie, Unruhe, Verspannung, Angehörige, Schwäche, Beweglichkeit, Krankenhausaufenthalt, Entspannung, Schmerzlinderung, Rufknopf. Es gibt eine Frage in den Kommentaren, bitte antwortet. Wir sind gespannt auf eure Antworten.